Amerika gilt ja vielen als gelobtes Land. Die Weltmetropole New York im Osten, die goldene Küste im Westen, das sind die magischen Bilder, die viele mit den Vereinigten Staaten heraufbeschwören. Doch das ist nur ein verschwindend kleiner Teil des Landes. Szenenwechsel. Willkommen in Knockemstiff, Ohio. Heute eine Geisterstadt mit verfallenen Gebäuden, ist das Kaff im Herzen der USA Sinnbild vieler einstmals bewohnten Siedlungen und hat es sogar zu literarischen Ehren gebracht. Donald Ray Pollock, 59 Jahre alt, wuchs in der Gegend um das Städtchen auf. Mit seiner Kurzgeschichtensammlung, die den Ortsnamen im Titel trägt, hat er sich in der Schriftstellerei etabliert, obwohl seine Protagonisten alles andere als brave Buben sind. Knockemstiff, the place that I grew up in, was a little village, and there were maybe 400 or 500 people lived there. And it had a reputation for being a tough place, you know, sort of a violent place, which, you know, it did have its share of, you know, that sort of life. But at the same time, there were other nicer factors going on, you know. There were some decent people lived there. However, when I started writing, I decided you need trouble in your fiction. So I just took that reputation that the place had and cranked it up, amplified it, and I can't really say though that it's an accurate portrayal of Knockemstiff or, you know, most small towns in the United States. It's just my vision of it. Eine Vision, die Angst macht, denn hier treffen schwere Kriminelle, abgewrackte Drogenjunkies, Mörder, Diebe, religiöse Fanatiker, kurz der Abschaum der Gesellschaft aufeinander. Immer auf der Suche nach dem nächsten Streit, die nächste Prügelei, den nächsten Schuss. Hier ist jeder Mensch verkorkst, es gibt Geschwister, die miteinander schlafen und Eltern, die einen Kick bekommen, wenn ihr Kind sie mit dem Messer bedroht. Eine Identifikationsfigur sucht man vergebens. Harter Stoff, der einen an die Nieren geht. Und dabei ist der sich das ausgedacht hat, eigentlich ein ganz netter Kerl. Oder etwa doch nicht? I think we all have a dark side. Just doesn't fortunately come out with most people. And I've never been able to, I've tried to write nice stories, but they just don't work out for me. They just sort of fall flat on the page. So you know, so far this is what I've been able to do best. Und wie sieht es denn nun aus mit dem gelobten Land, den Vereinigten Staaten? Ist nicht doch etwas dran an der allgemeinen depressiven Grundstimmung? Well, America is a pretty screwed up place right now. A lot of it has to do with the political situation. And, you know, I mean, the Midwest is sort of, it's referred to by some people as flyover country, you know. That's all it's good for is flying over to get to either the East Coast or the West Coast. Or, you know, we've got this huge gap between the rich and the poor over there. Huge, it's huge. And most people think that Washington is not working for the people. You know, they're just working for themselves, you know, to stay in power and have influence and stuff like that. So it's a very bad time for the normal, you know, working class person or the middle class person. You know, that's another thing. The middle class is losing out over there, and you know, if it keeps up, before long, it will just be the rich and the poor. There won't be any middle class, and it's a little bit scary to think what that will, you know, be like. Kommt einem ja irgendwie bekannt vor. Knockemstiff dürfte damit sogar ein bisschen Zukunftsvision sein, wie eine solche Gesellschaft, aufgeteilt zwischen Arm und Reich, aussehen mag. Geschrieben in Schnörkel und schonungsloser Prosa. Ein ungemütliches Buch und damit ein ganz besonderer Kitzel. Knockemstiff, nichts für schwache Leser, die den Glauben an die Menschheit bewahren wollen.